Epikur möchte die Menschen vom Aberglauben befreien und ihnen unnötige Ängste nehmen, sodass sie furchtlos und glücklich leben können. Zu diesem Zweck entwickelt er eine umfassende Naturphilosophie. Wie Epikur die Welt erklärt und warum wir uns weder vor dem Tod noch vor den Göttern fürchten müssen, erfährst du in diesem Video. Epikurs Naturphilosophie hat ebenso wie seine Erkenntnistheorie das Ziel, Menschen zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Sie bildet die Grundlage seiner Ethik. Ein glückliches Leben ist laut Epikur nur möglich, wenn die Gefahren überwunden werden, welche das individuelle Glück und die innere Seelenruhe bedrohen. Die größte Gefahr für Glück und Seelenruhe sieht Epikur in der Furcht. Menschen fürchten sich vor Schmerz und Tod, vor unerklärlichen Phänomenen wie Blitz und Donner und vor den Göttern. Epikur möchte zeigen, dass diese Furcht auf Aberglauben beruht und unberechtigt ist. Denn die Götter greifen nicht in das Weltgeschehen ein, scheinbar unerklärliche Phänomene entstehen auf natürliche Weise und die Seele ist nicht unsterblich, sodass jeder Schmerz mit dem Tod ein endgültiges Ende findet. Um ein glückliches, furchtloses und lustvolles Leben führen zu können, muss sich der Mensch von Mythen und vom Aberglauben lösen und die Natur als das erkennen, was sie wirklich ist. Epikur vertritt einen strengen Materialismus. Dieser basiert auf seiner erkenntnistheoretischen Position, dass nur dasjenige wahr ist, was beobachtet werden kann oder unmittelbar vom Verstand erfasst wird. Hieraus leiten sich 3 Grundsätze ab. Nichts entsteht aus dem Nichts, nichts vergeht ins Nichts und das Universum ist konstant, ewig und in sich geschlossen. Da nichts aus nichts entstehen kann, muss unser Universum schon immer existiert haben. Keine Materie kann hinzu oder weggekommen sein. Allerdings können sich die Körper immer wieder neu zusammensetzen und anordnen. Das setzt voraus, dass es kleine, unteilbare Körper geben muss, aus denen alles besteht. Die Atome. Die Grundlage von Epikurs Physik ist die 100 Jahre zuvor entwickelte Atomtheorie von Leucipp und Demokrit. Nach dieser Theorie besteht das Universum aus Materie und leerem Raum. Materie wiederum setzt sich zusammen aus Atomen, aus kleinsten nicht mehr teilbaren Elementen. Diese verbinden sich vorübergehend zu Gebilden und Körpern. Sowohl der leere Raum als auch die Atome sind ewig. Sie haben keinen ersten Anfang und kein Ende, denn aus Nichtseiendem kann kein Seiendes entstehen. Das gesamte Universum besteht also aus Atomen und unbegrenzter Leere, in dem sich die Atome bewegen. Die Atome ordnen sich vorübergehend in Atomverbänden an und gruppieren sich anschließend wieder um. Wie sich die Atome in der Leere anordnen, wird laut Epikur durch den Zufall bestimmt. Alles, was wir im Universum wahrnehmen können, Sternensysteme, Planeten, Berge, Meere, Unwetter, Blitze und auch alle Lebewesen, besteht aus Atomen. Der Mensch ist ebenfalls nur eine vorübergehende Anordnung von Atomen, welche sich nach dem Tod wieder auflöst. Auch die menschliche Seele ist körperlich. Sie besteht aus feinsten Teilchen, die im Körper verteilt sind. Mit dem Tod trennen sich Körper und Seele und unsere Wahrnehmung endet. Wenn sich der Körper auflöst, zerstreut sich die Seele. Die Angst vor dem Tod ist unbegründet, da der Mensch dann bereits nicht mehr existiert. Epikur schreibt: Das schauerlichste Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns, denn für die einen ist er nicht da, die anderen sind für ihn nicht mehr da. Die Behauptung Platons, dass die Seele unkörperlich und somit vom Tod nicht betroffen sei, bezeichnet Epikur als verrücktes Zeug. Unkörperlich ist nämlich nur das Leere. Dieses wiederum kann weder wirken noch Wirkung erfahren, sondern ermöglicht den Körper nur, sich durch sie hindurch zu bewegen. Mit dem Tod zerfällt nicht nur unser Körper, sondern auch unser Geist und damit jede Wahrnehmung. Wer tot ist, kann nicht am Todsein leiden. Wer lebt, ist nicht vom Tod betroffen. Solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. Es gibt keine unkörperliche, unsterbliche Seele und damit kein Leben nach dem Tod, in welchem Belohnungen oder Strafen auf uns warten. Anstatt Angst vor dem Tod zu haben oder sich auf die Zeit nach dem Tod vorzubereiten, soll der Mensch im Hier und Jetzt ein glückliches Leben führen. Da alles, was im Universum geschieht, nur eine ewige Abfolge von zufälligen Gruppierungen, Auflösungen und Neugruppierungen von Atomen ist, gibt es weder einen Grund für die Angst vor dem Tod noch vor der Strafe der Götter.
Auch vor Himmelserscheinungen wie Wetterphänomenen und astronomischen Bewegungen muss der Mensch sich nicht fürchten, denn auch hierfür gibt es natürliche Erklärungen. Der Mensch kann nicht alle natürlichen Erscheinungen genau wahrnehmen oder erkennen. Daher dürfen laut Epikur verschiedene mögliche naturwissenschaftliche Erklärungen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Epikurs Physik hat nicht das Ziel, die Natur ganz genau zu verstehen, um sie zu beherrschen, sondern sie ohne Rückgriff auf Aberglauben und Mythen zu erklären, um den Menschen die Angst vor Naturphänomenen zu nehmen. Es ist daher nicht nötig, zweifelsfrei richtige Erklärungen für die Erscheinungen in der Natur zu finden. Einzige Voraussetzung für die Gültigkeit einer naturwissenschaftlichen Erklärung ist, dass sie mit unseren Sinneswahrnehmungen kompatibel ist. Wir müssen also entweder in unserer Wahrnehmung Hinweise für ihre Richtigkeit finden oder Vergleiche zu uns bekannten Erscheinungen ziehen können. Das Leuchten des Mondes lässt sich beispielsweise entweder dadurch erklären, dass er selbst das Licht ausstrahlt, oder dadurch, dass er die Strahlen der Sonne reflektiert. Beide Erklärungen sind mit unserer Sinneswahrnehmung kompatibel. Auch Blitze und Donner haben natürliche Ursachen und sind keine Strafe wütender Götter. Alle Naturphänomene können physikalisch ohne Rückgriff auf Mythen und Götter erklärt werden. Obwohl Epikur sämtliche natürlichen Phänomene ohne Götter erklärt, leugnet er nicht ihre Existenz. Das gängige Gottesbild seiner Zeitgenossen lehnt er jedoch ab. Für Epikur sind Götter, wie alles andere auch, materielle Phänomene. Sie haben die Welt nicht erschaffen, erst recht nicht für uns Menschen. Sie sind perfekt, ewig und glücklich. Sie haben keine Aufgaben und kennen weder Zorn noch Güte. Außerdem interessieren sie sich nicht im geringsten für das Geschehen auf der Erde. Hoffnung auf göttliche Hilfe ist daher ebenso unbegründet wie Furcht vor ihren Strafen. Gebete und die Einhaltung irgendwelcher angeblich göttlicher Regeln sind überflüssig. Doch wie kommt Epikur zu diesem Gottesbild? Dass es Götter geben muss, ist für Epikur dadurch bewiesen, dass alle Menschen von Natur aus über einen angeborenen Gottesbegriff verfügen. Menschen stellen sich Götter als perfekte, ewige und vollkommen glückliche Wesen vor. Perfektion bedeutet, keine Schwächen und damit auch keine Gefühle wie Zorn oder Zuneigung zu haben. Götter sind weder rachsüchtig, noch haben sie Mitleid oder zeigen Wohlwollen, denn sie genügen sich vollkommen selbst. Zur vollkommenen Glückseligkeit gehört für Epikur, Ruhe zu haben. Nur Ruhe ermöglicht ein glückliches Leben. Das völlige Glück der Götter beinhaltet, dass sie keine Aufgaben haben, die ihre Ruhe stören würden. Götter haben demzufolge die Welt weder erschaffen, noch greifen sie in den Lauf der Welt oder das Leben der Menschen ein. Die Welt muss also auf natürliche Weise entstanden sein, anders ließe sich auch gar nicht erklären, warum sie so viele Mängel und Fehler hat. Naturkatastrophen und Krankheiten können schließlich nicht das Werk vollkommener Wesen sein. Wären die Götter Urheber und Gestalter der Welt, müsste sie vollkommen und frei von Leid sein. Der Widerspruch zwischen der Vollkommenheit der Götter und der Unvollkommenheit der Welt lässt sich nur dadurch auflösen, dass die Götter die Welt weder erschaffen haben, noch in irgendeiner Weise in die Geschehnisse der Welt eingreifen. Angst vor göttlichen Strafen, Hoffnung auf göttliche Hilfe und damit sowohl das Einhalten irgendwelcher religiöser Regeln als auch Gebete oder Opfergaben sind demnach völlig sinnlos. Dass Götter sich nicht im geringsten für die Geschehnisse auf der Erde und unsere menschlichen Anliegen interessieren, sieht man auch daran, dass häufig guten, frommen Menschen Böses widerfährt, während die Schlechten mächtig und erfolgreich sind. Alle Ereignisse und Prozesse auf der Welt lassen sich naturwissenschaftlich ohne Götter und Mythen erklären. Götter existieren zwar, haben aber als perfekte, glückliche und sich selbst genügende Wesen keinerlei Bedeutung für das menschliche Leben. Eine solche Position bezeichnet man als praktischen Atheismus. Götter können laut Epikur den Menschen allenfalls als Ideal und Vorbild dienen. Was Epikur unter einem glücklichen Leben versteht und wie wir ein solches Leben führen können, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet Lernset Epikur kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!